So, ich denke, das Auditorium ist gut gefüllt bis jetzt. Sieht so aus, als wenn wir loslegen können. Nochmal guten Tag zusammen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich denke, das branchenübliche Du ist hier angebracht. Falls nicht, seht es uns nach. Wie ihr seht, seid ihr richtig. Der Titel von unserem Webinar heute, Dein Starter Guide für Programmatic Advertising. Ich bin der Gerrit und neben mir sitzt virtuell sozusagen der Tuna. Wir werden das heute für euch vorstellen. Darauf gehen wir aber gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Bevor wir loslegen, müssen wir noch ein paar organisatorische Dinge klären. Und dann können wir auch direkt reinstarten in unser Webinar. Wir freuen uns auf jeden Fall über Fragen und Anregungen oder Diskussionsstarts zu den Inhalten. Diese könnt ihr über den Fragenbereich von dem GoToWebinar-Panel rechter Hand stellen. Am Ende der Sitzung schließen wir sozusagen mit einer Q&A-Session und werden versuchen, so viele Fragen wie möglich dort auch zu beantworten. Sollten wir in der Zeit, die wir hier für heute veranschlagt haben, nicht dazu kommen, auf alle Fragen einzugehen, können wir auf jeden Fall oder werden wir auf jeden Fall uns bei euch melden, um dort Rede und Antwort stehen zu können, also dann im Nachgang an das Webinar. Ein kleiner Hinweis noch, bevor es dann wirklich losgeht. Das Webinar wird aufgezeichnet und wird kurz nach Ende der Veranstaltung tatsächlich veröffentlicht und dann somit auch an euch publiziert. Genau, das heißt, wir können anfangen. Titel haben wir schon gesehen, Dein Starter Guide für Programmatic Advertising. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, aber wer sind wir überhaupt? Da gebe ich direkt den Ball rüber zu meinem lieben Kollegen Tuna. Jo, vielen Dank. Also hi alle zusammen, ich bin der Tuna, bin jetzt bei StackAdapt seit letztem Jahr September mit dabei, war vorher auf der Agenturseite tätig für knapp 6 Jahre im Performance-Marketing und freue mich jetzt einfach mal, euch durch das Webinar zu führen. Alles klar, danke dir Tuna, dann mache ich weiter einfach mal direkt. Ich bin der Gerrit, bin aus Hamburg jetzt auch für StackAdapt tätig, bin seit November dabei, habe im Marketing schon ziemlich viel mitgemacht, im digitalen Marketing im Speziellen, war auf der Advertiser-Seite als Head of Marketing tätig, war im programmatischen Business Development mehr auf der technischen Seite, bin jetzt zurück auf der Ad-Sales-Seite und freue mich immer über spannende Use Cases und ja, dass wir euch heute hier durchführen können. Dann ganz kurz zu StackAdapt. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, aber noch nicht gewusst, was das überhaupt ist. StackAdapt ist eine Self-Service-Plattform für Programmatic Advertising. Wir wurden in Toronto, Kanada gegründet in 2013, sind seit knapp 2 Jahren jetzt auch auf dem europäischen Markt aktiv, haben starkes Wachstum hinter uns. Die Zeichen stehen auch weiterhin auf Wachstum. Ja, und wir sind stolz darauf, dass sich weltweit mehr und mehr führende Marketer für uns entscheiden. Und uns besonders wichtig, dass wir immer den neuesten Stand der Technik zusammenbringen mit einer erstklassigen Nutzererfahrung und Support. Aber das soll es für jetzt auch erstmal über uns gewesen sein. Und ich spiele den Ball wieder rüber zu Tuna. Genau, vielen lieben Dank. So, damit kommen wir zur heutigen Agenda. An erster Stelle gebe ich euch einen kurzen Überblick zu programmatischer Werbung. Daraufhin wird dann Gerrit euch durch Programmatic-Kanäle sowie Grundlagen der Kampagnenplanung führen. Und daraufhin folgen wir dann noch zu den Ad-Beispielen und wichtigsten Erkenntnissen. Am Ende folgt dann, wie angesagt, auch die Q&A-Session, sodass wir da auch ganz entspannt durchkommen können. So, damit fangen wir an mit der programmatischen Werbung und der Überblick. An erster Stelle ist natürlich immer wichtig zu sagen, was überhaupt ist Programmatic. Programmatic ist im Endeffekt so der automatisierte Kauf und Verkauf von digitalen Werbeflächen. Das kann zum Beispiel sein, dass man auch die besten Platzierungen identifiziert, die besten Segmente anhand von Audience Data analysiert, Impressionen in Echtzeit ideal einkauft. Wenn man jetzt auch hier auf dieses Slide ein bisschen die historischen Daten sich anschaut, ist es mega interessant einfach zu sehen, wie schnell sich die Technologie entwickelt hat. Man sieht halt, okay, also Status Quo 2001 war zum Beispiel, dass es eine 1:1 Beziehung zwischen Advertiser und Publisher gab. 2015 kamen zum Beispiel die allerersten Programmatic CTV-Kampagnen an den Start. Also das Wachstum ist mega, mega interessant, aber was noch viel relevanter ist, ist auf jeden Fall die Gegenwart. Und damit kommen wir auch schon zu einfach generell, wie Programmatic in dem Rahmen funktioniert. Jeder von euch kennt Google, Meta, Amazon, sogenannte Walled Gardens. Programmatic ist im Open Internet angesiedelt. Das heißt, dass hier jeder Publisher und Advertiser Zugang auf dasselbe Inventar hat. Im Open Internet gibt es knapp oder sogar weitaus mehr als 1 Million Webseiten, über 450.000 Mobile Apps und über 95.000 CTV Apps und natürlich noch viel, viel mehr in allen anderen Bereichen.
Und ganz interessante Daten habe ich erst gestern nochmal gelesen gehabt. Laut Statista werden die Werbeausgaben Digital Marketing knapp 663 Milliarden Euro betragen in diesem Jahr. Mega interessante Kennzahl auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch schon ein bisschen so zu den beteiligten Akteuren, wie es denn überhaupt im Programmatic Advertising aufgebaut ist. Links hat man die Advertiser, das sind zum Beispiel Werbetreibende, können Agenturen oder Brands sein, die haben Budget und oder Werbemittel. Rechts sieht man die Publisher, die sind dann zum Beispiel eine Webseite oder eine bestimmte App. Wie also landet der Advertiser beim Publisher? Ganz simpel, durch die Synergie aus DSP und Ad Exchange. DSPs sind also in dem Rahmen, sagen wir mal, Vermittler, die steuern Werbung automatisiert aus und arbeiten dann mit Ad Exchanges zusammen, die dann wiederum als digitale Marktplätze fungieren, die den Kauf und Verkauf von Inventar verschiedener Publisher erlauben. Und welche Arten von Programmatic-Auktionen gibt es denn überhaupt? Einerseits gibt es Programmatic Guaranteed, was bedeutet, dass der Publisher immer nur einen Käufer auswählt und dieser eine bestimmte Anzahl von Impressionen zu einem festen, ausgehandelten Preis erhält. Das heißt insbesondere, wie es halt der Name sagt, Programmatic Guaranteed. Preferred Deals im Gegensatz dazu sind ein verhandelter Preis zwischen Publisher und Inventar, bei dem der Käufer dann wirklich diesen Preis optional kaufen kann. Daher auch Preferred. Dann wiederum haben wir noch Private sowie Open Auction. In denen wird das Inventar dann über die Auktion gehandelt. Das kann dann über First- oder Second Price Bidding geschehen. Der Unterschied ist dabei ganz simpel. Bei der Private Auction gibt es ausgewählte Käufer. Bei der Open Auction sind es tatsächlich alle Käufer, die beteiligt sind. Genau, und hier natürlich ein ganz kleiner Überblick zu den Kanälen, auf die mein Kollege Gerrit gleich noch mal ein bisschen wesentlich tiefer eingehen wird, aber nur, dass ihr es auf dem Schirm habt. Native, Display, Video und Connected TV sowie Audio. Alles klar, lieben Dank dir, Tuna. Ich werde weitermachen mit den allgemeinen Grundlagen der Kampagnenplanung. Gehen wir direkt rein. Am Anfang ist erstmal wichtig, dass wir Kampagnenziel und Vorgaben festlegen. Also welche Ziele haben wir im Allgemeinen, im Speziellen, welche KPIs und welche Metriken werden verwendet, um die eben auch zu messen und zu bestimmen. Dabei zu beachten, wir müssen die Ziele festsetzen, die dürfen nicht sich ständig laufend verändern. Wir müssen KPIs festlegen, also worauf schauen wir im Speziellen. Wir müssen Optimierungsmetriken beschließen, wie können wir eben KPIs und Erfolg beeinflussen. Wir müssen die Kanäle auswählen, wo befinden wir uns im Funnel, wo befinden wir uns im Media Mix, und wir müssen eben Medienbudgets berechnen und eben zuweisen, damit es auch im Marketingmix gut reinpasst. Wir haben ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel für eine Top-of-the-Funnel-Kampagne. Ziel wäre klassisch Steigerung der Markenbekanntheit. Haupt-KPI dabei könnte zum Beispiel Vergrößerung der Reach, der Reichweite sein. Optimierungsmetriken ganz klassisch, CPM, ECPMs, CPCs und die Click-Through-Rate. Dann Kanäle da gewählt, auch klassisch Display, Native und Video zum Beispiel, und eine Zielgruppe könnte sein Sportenthusiasten. Das heißt, alles bestimmt, alles definiert, und von da können wir uns weiter nach vorne arbeiten. Als zweite wichtige Kennzahl würde ich sagen, müssten wir die Audiences identifizieren und dabei eben dann auf der Grundlage die Targeting-Optionen ins Auge fassen und festlegen. Wir befinden uns dabei im Großen und Ganzen einmal im Behavioral und einmal im Contextual Targeting. Da haben wir zum Beispiel benutzerdefinierte Zielgruppen, Browsing Audience als klassisches Behavioral Targeting Methodik, dann Dynamic Retargeting, um Menschen wieder zu erreichen mit einer ganz speziell ausgerichteten Werbebotschaft, CTV Retargeting, Contextual Targeting, was cookieless funktioniert, um nur den Content, wo unser Ad ausgespielt wird, zu targeten. Third-Party-Targeting, ganz klassische Third-Party-Segmente von Datenanbietern. Kuratierte Website-Liste, PMPs, also nur dort stattfinden, wo wir eben vorher wissen, wo auch geboten wird in der Auktion. B2B-Targeting, klassisch über Partner wie Bombora, ABM-Targeting in dem Sinne. Geo-Radius-Targeting, um hyperlokal unterwegs zu sein. Oder auch Lookalike Audiences, um dort auf basierenden Audience Insights eben Audiences zu bauen, die ähnlich sich verhalten wie die schon bestehenden Datenmengen. Dann danach sollte eine Kanalstrategie bestimmt werden, also wo befinden wir uns, welche Kanäle und wie setzen wir diese strategisch ein. Zum Beispiel Video Prospecting durch Video-Ads mit spannenden Markengeschichten, die Nutzer unterhalten und so ein bisschen ködern, dabei Vertrautheit zur Marke weiter steigern. Sehr emotionales Format eben im Videobereich. Native Prospecting,
sich ganz smooth in den Inhalt der Webseite einfügen und dabei unsere potenziellen Nutzer oder auch Bestandsnutzer ansprechen und auf unsere Landingpage locken oder klassisch Display Prospecting über eine riesen Reach einfach Aufmerksamkeit maximieren und somit unseren Namen weiter spreaden. Dann ein ganz wichtiger Bestandteil des ganzen Konglomerats Analyse durch Reporting und Erkenntnisse ist wirklich ein integraler Bestandteil des gesamten Werbeprozesses, nicht nur im digitalen Marketing, aber gerade im digitalen Marketing. Auf jeden Fall gehört ein robustes Reporting dazu und dann eben auch eine Folgeableitung aus den einzelnen Analysen. Wichtig dabei immer zu bedenken ist, dass wir mehrere Stufen haben während so einer Kampagne oder während des gesamten Planungsprozesses, um Erkenntnisse auszuwerten, nämlich einmal vor der Kampagne, was ist schon bekannt, wie können wir das einbauen, während der Kampagne als Optimierungsmethodik, was passiert da gerade, was messen wir, wie können wir es in die laufende Kampagne einfließen lassen und dann eben nach der Kampagne als Learning zusammengeschnürt, was haben wir da überhaupt gemessen, was können wir da mitnehmen für Folgekampagnen und Folgestrategien. Genau, dann kommen wir, wie von Tuna schon angekündigt, zu den Programmatic-Kanälen an sich. Also wo finden wir eigentlich statt? Starten hier mit Native. Ich hatte es eben schon erwähnt, Native fügt sich irgendwie sehr smooth in den Content ein. Wir erreichen unsere Zielgruppe auf einer Plattform, die sie bereits gut kennen und wo sie sich gerne tummeln. Native wird im Allgemeinen in 3 verschiedenen Formen ausgespielt. Einmal in Feed, also es erscheint innerhalb eines Streams von Inhalten, von Content, dann in Ad. Das bedeutet, es erscheint innerhalb von Display-Inventar, aber nur in Kombination mit bestimmten Seiten, also auch bestimmten Content und Darstellungsformen. Und dann einmal klassisch als Inhaltsempfehlung, als Editorial Content in der Fußzeile eines jeden Artikels, eines Blogartikels, eines bestimmten Publishers, eben auch abgestimmt auf das, was dort im Content los ist. Dann gehen wir zum Display. Beim Display speziell ins Spotlight gerückt, würde ich mal sagen, dass die HTML5 Creatives, also interaktive oder bewegt Creatives wichtig sind. Hier sehen wir 4 Beispiele einfach der klassischen Größen, die uns so auf den reichweitenstarken Websites des Internets auch überall begleiten. Immer noch eine Go-To-Strategie von vielen Werbetreibenden, weil es einfach sehr, sehr viel Reichweite hat, gehört in jeden Baukasten und eben sehr viele Kunden zu erfassen und einen Erstkontakt herzustellen und damit dann effektiv kommunizieren zu können, worum es eigentlich in meiner Kampagne geht. Weiter im Text, Video, hatte ich vorhin schon erwähnt, sehr emotional starker Werbekanal. Die Marke kann super in den Mittelpunkt gestellt werden, ist sehr aufmerksamkeitsstark. Bei Video haben wir auch weitere Optimierungsmöglichkeiten, einmal auf Completions des gesamten Video oder eben auf Cost per Completed View auch tatsächlich im Zahlbereich, dass wir da eine weitere Metrik zur Optimierung haben. Wir können die Sichtbarkeit tracken, also wie viel wird eigentlich konsumiert von dem Video, zum Beispiel mit dem Partner Mode. Und wir können einfach eine fesselnde User Experience herstellen, weil dort sehr viel Storytelling eben auch im Bewegtbild transportiert werden kann. 4 Formen, wie Video Advertising im Allgemeinen ausgespielt wird. Einmal Native Video. Das ist einfach die Kombination, was wir eben hatten, Native eingefügt in den Content, eingebettet, dann Native Outstream, also außerhalb des Contents, aber trotzdem noch aus dem Content kommt, nur ein bisschen präsenter. Dann In-App Interstitial als wohl präsenteste Form, Fullscreen über dem eigentlichen Content oder In-Stream eingebettet in den Informationsstream, in den Videostream zum Beispiel. Machen wir weiter mit Audio. Über Audio erreichen wir Nutzer in bildschirmfreien Momenten, deswegen auch sehr beliebt, 3 anhand des Podcasts oder anhand der Quelle zu identifizieren in der Zeitlichkeit verschiedene Platzierungen. Pre-Roll-Ad vor dem Content, Mid-Roll-Ad während des Content mittendrin und Post-Roll-Ad nach dem erfolgten Content. Sehr, sehr aufmerksamkeitsstarke Methodik eben auch, weil es sich A, selten skippen lässt und B, die Nutzer das einfach auch gerne mithören, um sich nicht aus ihrem Hörerlebnis reißen zu lassen. Dann spannendes Format in-game, recht neu am Markt, aber dort erreichen wir eben Gamer oder Spieler eines Computerspiels oder eines Konsolenspiels oder auch Mobile-Spiels, dort, wo eigentlich keine Aufmerksamkeit auf was anderes gelegt werden kann, also unsere Markenbotschaft nicht Einzug erhält, aber hier eben doch dadurch, dass die Ad smooth ins Spiel eingebunden wird und dort dann eben stattfindet. Sehr, sehr brand-safe dieser Kanal.
da wir ja nur in einem ganz, ganz geschlossenen Umfeld stattfinden. Zu guter Letzt Connected TV, die große Leinwand nenne ich es mal, aber eben auch programmatisch abrufbar. Sehr viele Emotionen können transportiert werden. Die Stimmung ist genau richtig, wo wir die Menschen erwischen. Sie warten darauf, Content zu konsumieren. Und ist perfekt für Markenwerbung eben auf der großen Bühne. Alles klar, um das Ganze abzurunden, möchte ich nochmal auf den Aufbau einer Multi-Channel-Strategie in diesem Aspekt eingehen. Wir gehen nicht nochmal einzeln durch alle Formate durch, aber hier sind sie nochmal aufgelistet. Wichtig ist natürlich, dass wir versuchen, Synergien top zu nutzen und während einer Kampagnenstrategie immer verschiedene Platzierungen, verschiedene Kanäle einbauen, um eben den Nutzer entlang seiner Customer Journey zu begleiten und richtig auf ihn einzugehen im richtigen Moment. So, Perfekt. Dann spiele ich den Ball wieder rüber. So, vielen lieben Dank. Fangen wir mit den Ad-Beispielen an. An erster Stelle eins meiner Favoriten tatsächlich, insbesondere im E-Commerce-Bereich, Dynamic Retargeting Ads. Was sind denn überhaupt was ist Dynamic Retargeting überhaupt? Ganz simpel, es ist die Kombination aus digitalem Asset sowie Pixel und den damit verbundenen Werbemitteln. Aber was genau heißt denn das? Nehmen wir ein ganz, ganz banales Beispiel. Gerrit hat jetzt zum Beispiel bestimmte Schuhe von einem Retailer gekauft, noch nicht mal gekauft, sondern in den Warenkorb gelegt, aber den Einkauf also noch nicht beendet. Nun hat er die Webseite verlassen und ist jetzt erstmal nicht mehr auf der Webseite unterwegs. Nun kann anhand von Dynamic Feeds zum Beispiel personalisierte Werbung dem Gerrit zugesendet werden, sodass er genau diese Schuhe nochmal in Form von Werbung sehen wird und dann zum Einkauf getriggert wird. Wozu führt das? Schlussendlich zur Conversion. Das heißt, Gerrit kommt dann nochmal, klickt zum Beispiel auf die Display-Werbung, kommt dann auf die Webseite, geht in den Warenkorb, beendet den Einkauf und voilà, die Conversion wurde erledigt. Und dann haben wir noch Rich Media Ads, tatsächlich auch ein ganz cooler Faktor. Das sind Werbemittel, die nicht nur Text oder Bild beinhalten, sondern auch Videos und oder Sounds. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich Display Discovery Ads in dem Rahmen, dass man da mit animierten Images arbeitet. Just my 2 cents. Hier rechts seht ihr auf jeden Fall ein paar kleine Beispiele. Carousel Display, animierte Banners und natürlich Countdown-Zähler. Da gibt es noch weitaus mehr, aber nur, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, wie es genau ausschauen kann. Und das Coole ist, dies kann man auch zum Beispiel in Shopify-Feeds mit einbinden, was immer mega interessant ist. So, und damit kommen wir schon zu den wichtigsten Erkenntnissen aus diesem Webinar. An allererster Stelle, was ist wichtig, wenn man mit einer oder mehreren Demand-Side-Plattformen arbeiten möchte? Was sollte man berücksichtigen? Nummer 1, die Kanäle. Ein DSP sollte auf jeden Fall in der Lage sein, mehrere Kanäle anspielen zu können, weil es immer mega wichtig ist für jede erfolgreiche Kampagne, dass man Multi-Channel-Approach macht. Das heißt, einen Mix aus mehreren Kanälen führt, einfach nur, weil man so besser zum Erfolg kommt. Darüber hinaus sollte die Organisation und Struktur wirklich sehr gut sein und die Plattform einfach mega leicht zu bedienen, sowie intuitiv. Meines Erachtens nach, das sage ich schon mal sehr gerne, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um eine DSP bedienen zu können. Das sollte so der Golden Standard sein. Also immer im Hinterkopf behalten. Dann natürlich die Targeting-Möglichkeiten, mega wichtig. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Methoden, die angeboten werden sollten, wie zum Beispiel Erstellung von benutzerdefinierten Zielgruppen, Zugriff auf ein breites Spektrum an Inventar, verschiedene geografische Ziele zum Beispiel, einfach verschiedene Faktoren, die eine Plattform auch wirklich unique gestalten. Dann natürlich das Thema eines jeden Performance-Marketers, Conversion Tracking. Es ist sehr wichtig für Kampagnenziele natürlich, dass man ein mega gutes Reporting hat, dass die Performance in den Vordergrund gestellt werden kann, sei es anhand von Conversion Optimization Metrics wie CTR oder sei es CPA Goals. Das alles zu tracken ist immens wichtig. Und schließlich, eine DSP sollte mal vorne mit dabei sein, wenn es um die neueste Technologie geht. Always keep it in mind. Und damit wir auch ein bisschen jetzt den Ball zu StackIt legen und uns noch mal ein bisschen besser vorstellen, an erster Stelle habt ihr mit uns alle relevanten Kanäle aus einer Hand, wie ihr unten noch mal ganz schön sehen könnt. Ihr haltet wirklich Zugang zu branchenspezifischen Targeting-Lösungen. Im B2B-Bereich kann es jetzt zum Beispiel ABM sein, Audience-Erstellung durch Bombora. Im E-Commerce-Bereich kann es Dynamic Retargeting sein, Dynamic Creative Optimization. Die Use Cases sind mega groß und es kommt immer darauf an, was man wirklich spezifisch braucht. Die Targeting-Optionen basieren in dem Rahmen auf unserer eigenen Technologie im Contextual-Bereich. Für die Zielgruppenerstellung sind es auch unsere eigenen Daten. Und natürlich mein persönlicher Favorit, es gibt keine Verbindlichkeiten. Das ist halt auch immer ganz cool mit dabei zu haben. Und an letzter Stelle natürlich, wir wären natürlich keine DSP, wenn wir keine Slide hätten mit den ganzen Exchanges, mit denen wir zusammenarbeiten. Hier nochmal ganz kurz am Rande erwähnt, wir haben gar kein eigenes Inventar. Das heißt, wir sind Supply-Side-Agnostic. Das hilft uns ein bisschen dabei, auch diesen ganzen Performance-Aspekt in den Vordergrund zu rücken, weil wenn Ad Exchange A besser funktioniert als Ad Exchange B,
dann werden wir auch AdExchange A für die Kampagne pushen. Ganz simpel. Und natürlich hat man mit uns Zugriff theoretisch gesehen auf alle Webseiten im Open Internet. Das heißt, hier gibt es jetzt keine Einschnür, wenn es darum geht, wenn man wirklich mal Kampagnen in bestimmten Webseiten auch laufen lassen möchte. Alles klar, danke dir, Tuna. Das war's mit dem Vortrag soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnten wir noch was Neues vermitteln oder was bereits Gelerntes oder bereits Bekanntes in das Gedächtnis widerrufen. Ich denke, jetzt ist an der Zeit, in die Q&A-Session einzusteigen. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese im Fragenfeld im GoToWebinar-Panel eintragen und wir würden diese dann erhalten. Wir haben bereits einige Fragen erhalten. Am Ende nochmal die Erinnerung, falls wir nicht auf alle Fragen heute eingehen können, werden wir uns auf jeden Fall im Nachgang bei euch in 1:1 Kommunikation per E-Mail melden. Also es soll keine Frage heute unbeantwortet bleiben. So, ich denke mal, wir haben jetzt schon ein paar Fragen, also können wir direkt starten. Tuna, magst du das Ganze auf den Weg bringen? Gerne, gerne. Ich kann gerne als Moderator fungieren. So, ja, lass mich das öffnen. Perfekt. So, welches sind die empfohlenen Werbeeinheiten bzw. Formate für eine erfolgreiche Kampagne im ganzen Jahr? Gut, springe ich rein. Ich hatte ja mit den Kanälen und Formaten mich gerade befasst. Ich sehe hier ganzes Jahr, also es geht auf jeden Fall um eine Zeitlichkeit. Wir brauchen einen langen Atem sozusagen. Wir brauchen auf jeden Fall reichweitenstarke Kanäle. Und ich glaube auch da, wenn wir über einen langen Kampagnenzeitraum sprechen, müssen wir immer schauen, dass wir uns möglichst im Multi-Channel-Bereich bewegen, um eben auch Ad-Fatigue, Abnutzung entgegenzutreten. Wichtig hier wäre natürlich das Ganze, und das ist immer die erste Bürgerpflicht, auf die Kampagnenziele zu münzen. Die sind jetzt hier nicht bekannt, aber ich würde mal sagen, so als Faustformel, wir sollten immer eine Awareness-Piece dabei haben, dabei dann eben, wie schon gesagt, reichweitenstarke Kanäle nutzen. Eventuell, wenn man es über das ganze Jahr stretcht, hat man auch Saisonalität drin. Wann befindet sich mein Zielpublikum vielleicht draußen? Da wären wir dann irgendwie im Digital Out-of-Home-Bereich. Wann befindet sich auf der Couch drin? Da wären wir im CTV-Bereich. Wann jogge ich durch den Park? Vielleicht ein Audiobereich. Und dann eben das Ganze abrunden, jeweils durch den Funnel mit Native und Display Placements, um eben die Reichweiten zu garantieren. Also wichtig, an Saisonalität denken, an eine Multi-Channel-Strategie denken und reichweitenstarke Kanäle wie Display, wie ein CTV mit einbauen, um eben einen langen Atem über das ganze Jahr zu haben und nicht nur ganz klein immer wieder mit hoher Frequenz stattzufinden. Gute Frage. Jupp, dann mache ich mal weiter. Eventuell kann ich dies auch schon übernehmen. Ist eine Commercial-Frage tatsächlich. Bietet ihr Dienstleistungen für die Erstellung und Personalisierung von Anzeigen an? Interessant, habe ich tatsächlich in dem Rahmen noch gar nicht angesprochen, aber ja, wir haben ein Creative Studio in dem Rahmen. Es gibt natürlich Creative Agencies und Co. Bei Stacker kann man das auch, wenn man möchte, gemeinsam mit uns machen. Das heißt, ganz einfach gesagt, ja, wir helfen dabei, wir erstellen es, wir können es auch personalisieren, wir helfen auch bei der Optimierung und Co. Also genau, wenn ihr da mehr Interesse zu habt, können wir euch auch gerne was zuschicken. Ist gar kein Problem. Dann übernehme ich die nächste Frage. Wie messt ihr den Erfolg einer Multi-Channel-Kampagne? Interessante Frage. Haben Sie spezielle Reporting- und Analyselösungen? Okay, mega interessante Frage. An erster Stelle ist natürlich, wie misst man den Erfolg einer Kampagne? Kommt immer auf die Zielsetzung an, ehrlich gesagt. Wenn es eine Awareness-Kampagne ist, achten wir zum Beispiel auf CTR, ne, also wie hoch ist die Click-Through-Rate, wie günstig kriegen wir auch die Impressions rein tatsächlich und was passiert einfach dann so auch im Engagement-Funnel so ein bisschen. Ne? Also immer Upper to Mid-Funnel, ein bisschen reinschauen. Wenn es eine Conversion-getriebene Kampagne ist, achten wir auf CPA-Goals, wir achten darauf, so Soft-Conversions auch zum Beispiel, generell einfach alles, was zum Revenue führen könnte quasi. Daher, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Metriken, die wirklich zum Erfolg einer Multi-Channel-Kampagne führen. Es kommt immer darauf an, was man miteinander bespricht, was die Zielsetzung generell ist und dann auch in dem Rahmen, dass man auch dahingehend optimiert. Und bezüglich Reporting und Analyse, in der Tat, ich meine, bei uns kann man im Reporting alles einsehen, von Conversion Tracking zu Pixel-Analyse, zu Domains, Supply Sources, Creatives und Co. Also kann man die ganzen Daten einsehen. Und wenn es um Analyse geht, haben wir auch zum Beispiel sowas wie Brand Lift, Footfall Attribution, wo man auch dann nochmal sehen kann, okay, was hat denn jetzt zum Beispiel meine Digital Out-of-Home-Kampagne ausgewirkt auf meinen lokalen Standort in einer bestimmten Stadt? Sowas ist zum Beispiel auch möglich.
Ja, dann, wie begegnet ihr dem Wegfall des Cookies? Gerrit, möchtest du vielleicht die Frage übernehmen? Ja, da kann ich definitiv reinspringen. Hatten wir tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal etwas veröffentlicht. Heißes Thema, Wegfall des Cookies, schon eigentlich seit Jahren immer diskutiert. Wann passiert es jetzt endlich? Wir wissen es alle nicht. Bei StackAdapt haben wir da tatsächlich ein Dreigestirn an Lösungen. Solange wir noch nicht oder der Markt sich noch nicht auf einen Identifier festgelegt hat, der anstelle der Cookie-ID oder der Device-ID irgendwie einspringt, sind wir da tatsächlich bei uns im Contextual-Bereich angesiedelt und sagen mit unserer Inhouse-Lösung Page Context AI, wo wir eben die Umgebung der Ad targeten, also keine Nutzerinformationen brauchen, also keine Cookies brauchen, immer ganz gut gefahren. Das bedeutet, wir bestimmen letztendlich über In- und Out-of-Context-Phrases, wo muss meine Ad überhaupt platziert werden, damit ich zum großer Wahrscheinlichkeit relevant für den Rezipienten bin, ohne zu wissen, wer der Rezipient ist. Das ist eben ein Teil. Der zweite Teil ist ein bisschen abgespeckte Version, dafür sehr, sehr scale-basiert, ist Interest and Intent Keyword Rule Targeting. Das bedeutet, dort wird segmentiert nach vorgefertigten Segmenten. In dem Sinne dort auch geschaut, in welchen Segmenten wird meine Ad in den Content platziert, und somit habe ich auch einen guten Überblick, wo ich stattfinde, basierend auf Daten aus dem Inhalt der Seite. Das Ganze wird eben abgerundet, natürlich nicht für jedes Produkt anwendbar, aber doch schon spannend für viele Produkte out there, mit zum Beispiel Wettertargeting, wo wir irgendwie auf live basierenden Daten, es schwenkt gerade um von Regenschauer zu Sonne, eben zumindest auf das Gefühl, auf die State of Mind des Nutzers eingehen können und damit eben uns auch im Kontext befinden. Dafür brauchen wir natürlich dann auch keine Nutzerdaten, um zu wissen, dass das Wetter gerade umgeschwenkt ist, und können unsere Werbebotschaft so ein bisschen auf diese Begebenheit anpassen. Also arbeiten wir uns von A bis Z im kontextuellen Bereich nach vorne, und das passiert eigentlich mit sehr großem Erfolg. Wer sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, das lohnt sich mal, das zu tun. Ja, und dann schauen wir natürlich immer am Ball zu bleiben, die Entwicklung nahe mitzuverfolgen, was passiert, wann werden die Cookies wegfallen und was wird vielleicht als Ausweichtechnologie noch dort angeboten. Prima. Ich glaube, in der Zeit, okay, wir können noch eine Frage wahrscheinlich übernehmen. Was ist der Vorteil von Programmatic? Ist mal wieder eine generelle Frage, würde ich sagen, aber ist eine gute Frage trotzdem dem. Ja, also sagen wir mal so, wenn man zum Beispiel Programmatic in den Marketingmix mit einbezieht, ist es halt immer schwer, also es ist immer schwer zu sagen, was ist der Vorteil von Programmatic, wenn man nicht genau die Hintergründe der Kampagne, des Budgets und Co. weiß. Ne? Aber generell weiß ich aus Erfahrung, dass Programmatic zum Beispiel eine sehr gute Synergie zum bestehenden Tech-Stack erzeugen kann. Das heißt zum Beispiel, ihr lasst gerade eine Kampagne via zum Beispiel via Google laufen, ihr lasst eine Kampagne via Facebook laufen. Warum kann auch Programmatic da nicht einfach mitarbeiten, gemeinsam mit euch eine Synergie aufbauen und einfach schauen, okay, mit Programmatic haben wir zum Beispiel Upper- und Mid-Funnel abgedeckt. Bei Facebook retargeten wir dann nochmal die User, die über Programmatic zum Beispiel reinkommen. Das ist ähnlich wie bei Google. Wenn du da im Lower Funnel unterwegs bist, perfekt, kannst du mit günstigeren CPCs die User einkaufen und damit Programmatic nochmal wirklich dafür sorgen, dass der Upper Funnel sich nochmal gut auffüllt und so die Database nochmal wirklich ein bisschen größer wird. Also generell, darüber hinaus gibt es natürlich auch Vorteile im Reporting, einfach bei der Audience-Erreichung und Co., also die ganze Technologie dahinter. Aber wie gesagt, da kann ich auch gerne nochmal ein bisschen spezifischer drauf eingehen, wenn ihr da nochmal wirklich einen Use Case haben solltet. Können wir gerne nochmal zusammen anschauen und schauen, wie genau Programmatic euch jetzt in dem Rahmen einfach einen Vorteil gibt. Ja, mega spannend. Danke dir, Tuna, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Kommen wir leider auch schon zum Ende. Bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank. Unglaublich, dass ihr heute dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht. Ich glaube, ich spreche da einfach mal für uns beide. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Wir hoffen, dass ihr euch hier wohlgefühlt habt, die Vorstellung oder den Vortrag, besser gesagt, recht gut gelungen fandet. Wir werden auf jeden Fall eine Follow-up-E-Mail mit der Aufzeichnung an alle Teilnehmer verschicken. Bitte zögert auf keinen Fall, auch mit weiteren Anmerkungen und Fragen an uns ranzutreten. Wir sind immer da, stehen Rede und Antwort und freuen uns eben auch über einen Diskurs, über einen Austausch. Nochmals vielen Dank an euch alle. Wir wünschen noch einen produktiven, weiteren, hoffentlich bei euch auch sonnigen Tag und genießt den Rest des Tages. Wir sagen Tschüss und bis dann. Vielen Dank. Ciao, ciao.